Mit nur 2 Zeilen Code findest du jedes UI-Element und prüfst, ob es gerade angezeigt wird. Und beim Testen von Jetpack Compose gibt es 2 wichtige Bausteine: Finders und Assertions. Wir haben hier unsere Compose Test Rule, mit der ich meinen Content erstmal angelegt habe. Diesem Content habe ich auch einen Zustand gegeben. Und nun geht es darum, meine UI-Node wieder zu identifizieren. In diesem Fall suche ich nach einer Node namens Test. Ich habe Test in den Titel von irgendeinem Datenobjekt geschrieben und ich möchte jetzt sicherstellen und testen, dass der auch irgendwo angezeigt wird. Führen wir diesen Testcase doch einfach mal aus. Und wenn wir ganz genau hinschauen, denn diese UI-Tests laufen super schnell, können wir einen kurzen Blick auf unseren Test erhaschen. Habt ihr ihn gesehen? Schauen wir doch mal in den Code rein. Das ist dieser Titel, den ich in meinem Test reingegeben habe. Und den möchte ich jetzt wieder identifizieren. Diese Node mit dem Text Test für meinen Titel, wird die denn überhaupt angezeigt? Das ist der zweite Baustein, das ist eine Assertion. Mit der prüfe ich habe jetzt eine Node identifiziert, die ich testen möchte, wird sie denn auch angezeigt? Wenn das der Fall ist, dann wird mein Test grün. Nun wollen wir uns doch noch ein bisschen tiefer mit diesen Findern beschäftigen. Was für Finder gibt es denn da überhaupt? Welche sind denn die relevantesten? Eine Node, die irgendeinen Text anzeigt. Eine Content Description. Content Description, das ist eigentlich immer ein Icon, das irgendwo angezeigt wird. Compose-Tests machen keine Design-Tests. Um also sicherzustellen, dass mein Icon angezeigt wird, muss ich ihm eine Content Description geben. Ich sollte das unabhängig davon nicht nur für meine UI-Tests machen, sondern natürlich auch für Accessibility-Dienste, die diese Content Description dann auswerten können und dem Benutzer vorlesen können, was sich denn hinter diesem Icon oder diesem Bild verbirgt. Wenn wir uns mal diesen Rückgabewert anschauen von unserer OnNodeWithText-Methode, sehen wir bekommen eine sogenannte Semantics Node Interaction zurück. Auf dieser Semantic Node Interaction kann ich eine Assertion ausführen. Andersrum gesagt, ja, ich habe jetzt eine Node in meinem Baum gefunden und mit der möchte ich jetzt irgendwie interagieren. Und meine Interaktion in dem Fall ist halt, ich mache eine Assertion und schaue, passt der Zustand von der Node, ist das so, wie es sein soll. Den anderen Finder, den wir gerade erwähnt haben, OnNodeWithContentDescription, das ist Text, der nicht angezeigt wird, aber der auf einem Icon hinterlegt ist. Wenn wir in unserem Source Code mal nach dem Text suchen, dann sehen wir, okay, das ist ein Floating Action Button. Der zeigt mir jetzt hier keinen Text an, aber er zeigt mir ein Icon an. Dieses Icon kann ich durch die Content Description, die ich hier definiere, leicht wiederfinden in meinem Test. In manchen Fällen möchte ich nicht nur eine Bedingung auf meinem UI-Element prüfen, sondern gleich eine ganze Reihe zusammenhängender Eigenschaften. Und das kann ich wunderbar machen mit den Assertions. Hier sehe ich zum Beispiel eine Node. Ich prüfe erstmal, existiert diese Node überhaupt? Wird sie angezeigt? Enthält sie noch diesen Text? Und ich muss jetzt hier keine 3 Testcases dafür schreiben oder nicht 3-mal erst die Node wiederfinden, sondern ich kann das alles aneinander hängen und jede einzelne von diesen Assertions wird ausgeführt. Und natürlich, wenn eine von diesen fehlschlägt, schlägt auch mein ganzer Test fehl. Jetzt habe ich gerade schon was angerissen. Es gibt zum einen die Assertion is displayed und die Assertion does exist. Nun fragt man sich, ja, was ist denn der Unterschied? Wenn es nicht angezeigt wird, ist es doch auch nicht da. Ja und nein. Es gibt da tatsächlich einen kleinen, feinen Unterschied in Compose. Und wenn man den Gedanken dahinter mal gecheckt hat, dann macht das auch total Sinn.
Hier sehe ich, Assert is displayed. Ich habe einen Timer-Text, der mir angezeigt werden soll. Also prüfe ich, wird der gerade angezeigt. Und dieser Test ist auch grün, denn der Timer-Text wird angezeigt. Das Ganze funktioniert auch, wenn ich mich hier in einem Zustand befinde, wo ich gar kein Element erwarte. Dann kann ich die Assert is not displayed Funktion verwenden und auch hier wird mein Test grün werden, denn er checkt implizit, diese Node wird nicht angezeigt, existiert sie überhaupt? Existiert sie nicht, wird sie nicht angezeigt, passt, Test ist grün. Wenn ich prüfen möchte, ob eine Node existiert, ob sie überhaupt vorhanden ist in meinem Baum, unabhängig davon, ob sie gerade angezeigt wird oder nicht, habe ich nun einen Testcase, in dem ich prüfe, ob etwas angezeigt wird. Wie in diesem Fall ist es ein Floating Action Button. Diese UI-Node befindet sich gerade in meinem Compose-Baum. Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, wird sie angezeigt oder nicht? Dieser Test wird fehlschlagen, denn mein Element befindet sich auf dem Screen, aber es ist nicht sichtbar. Das heißt, das Element existiert, aber ich kann es nicht sehen. Warum kann ich es nicht sehen? Weil ich Schelm hier meinen ganzen Screen einfach zu klein gemacht habe, als dass das Element noch angezeigt werden kann. Und was diese Assertion nämlich tut, sie schaut zum einen, okay, existiert dieses Element überhaupt in meinem UI-Baum? Und zum zweiten, kann ich es überhaupt sehen? Und kann ich es sehen bedeutet, ist ein gewisser prozentualer Anteil von diesem Element noch sichtbar in meinem Screen. Wenn der Schwellwert unterschritten wird, dann schlägt dieser Test fehl. Und das macht ja auch total Sinn. Am Ende, wenn der Nutzer von meinem, sagen wir mal 100 Pixel Icon nur noch 2 Pixel sehen kann, dann ist das, als würde es für ihn nicht angezeigt werden. Nun gibt es noch einen dritten Baustein, die sogenannten Matchers. Die haben wir tatsächlich schon gesehen, ohne dass ihr es vielleicht gemerkt habt. Diese Matchers werden sehr häufig in den OnNode-Funktionen oder den Assert-Funktionen wiederverwendet. Wenn ich nun sie atomar verwenden möchte, dann kann ich das auch machen. Ich habe hier auch eine generische Variante von OnNode und von Assert. Und diese beiden Methoden erwarten einen sogenannten Semantics Matcher. Das sind die Matcher, über die wir sprechen. In diesem Fall sehen wir, ich suche nach einer Node, die den Text enthält, Ablenkungen. Dieser Text ist immer auch mit einem Wert bestückt. Wenn ich jetzt aber nicht nach dem eigentlichen Text und dem dazugehörigen Wert suchen möchte, dann suche ich mal an dieser Stelle nach dem Text Ablenkungen, der Node, in der das enthalten ist. Ich kann hier auch angeben, dass das bitte ein Substring sein soll. Und im nächsten Schritt stelle ich sicher, dass diese Node mit dem Teiltext Ablenkungen auch noch den Text 1 enthält. Wenn wir uns den Code dazu mal ansehen, wird das, denke ich, klar. Und zwar habe ich hier einen Text mit dem Standardtext Ablenkung. Wie viel Ablenkung habe ich dann? Und dann habe ich was Dynamisches. Eine Anzahl von Distractions, Ablenkungen. Genau dafür sind diese atomaren Matcher wirklich super. Ich kann diese Matcher auch miteinander kombinieren. Und wann macht das Sinn? Wenn wir uns diesen Testcase hier ansehen, haben wir eine Node, die klickbar sein soll und die angezeigt werden soll. Die Sache ist die, wenn ich diesen Testcase hier so ausführe, der Test schlägt fehl. Warum schlägt er fehl? Schauen wir uns mal den Fehler an. Er findet 2 Nodes, die diese Bedingung, dass sie klickbar sind, erfüllen. Er kann es nicht runterbrechen auf genau ein UI-Element. Und wenn er es nicht runterbrechen kann auf nur ein UI-Element, wie soll er denn dann sicherstellen, dass ein UI-Element gerade angezeigt wird? Und genau hier kann ich die Matcher wunderbar kombinieren. Meine klickbare Aktion hat noch eine Content Description. Diese beiden Sachen kombiniere ich einfach durch einen logischen Operator, hier das AND.
Das heißt, nur wenn beide Bedingungen meiner Matcher erfüllt sind, dann erhalte ich hier auch eine Node zurück und dann ist dieser Test grün, wenn ich ihn ausführe. Denn durch die 2 Matcher-Bedingungen kann der UI-Test es nun runterbrechen, der Finder findet nur noch eine Node und alle sind glücklich. Ich kann das Ganze auch anderweitig verwenden. Wenn ich zum Beispiel eine Fallback-Logik habe, um irgendwo einen Fallback-Text anzuzeigen. Ich möchte mich jetzt nicht tiefer mit der Funktionalität beschäftigen, sondern ich möchte einfach nur sicherstellen, okay, dem Benutzer wird was angezeigt. Wenn er halt nichts eingibt, dann sieht er zumindest einen Fallback-Text. Und genauso kann ich das hier machen. Ich suche nach der Node, die entweder irgendeinen Titel hat, die der User eingegeben hat, oder einen Fallback-Text, den ich definiere. Und sobald eine von diesen beiden Bedingungen erfüllt ist mein Test grün. Man kann darüber streiten, ob dieser Use Case hier jetzt sinnvoll ist, aber ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus möchte. Matcher sind fein granulare Operatoren für meine Tests und damit kann ich wirklich atomar auf Eigenschaften von meinen Nodes testen. Und wenn ihr noch mehr darüber lernen möchtet, wie man so einen Compose UI-Test dann initial erstmal erstellt, schaut euch doch dieses Video hier als nächstes an.